Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Heroes Trails in the Sky, the third Folge Nummer 7 schon. Das geht echt schneller, als man denkt. Wir sind immer noch in Branche, wir sind immer noch in Kapitel 2 und die letzte Folge war tatsächlich kürzer, als ich gedacht habe, aber man muss bedenken, das war nur eine Torsequenz und selbst die war jetzt schon über eine halbe Stunde. Das heißt, ihr könnt euch denken, wo die ganze Zeit hingeht, die wir in diesem Spiel noch verbringen werden. Wir sind jetzt wieder im richtigen Kapitel, bedeutet aber auch, wir gehen jetzt endlich mal weiter. Wir sind jetzt im Westblock, den kennen wir noch ziemlich genau aus dem Hauptspiel, der hat sich auch nicht geändert, aber ich denke mal, hier gibt es auch wieder Truhen zu finden. Also schauen wir uns doch erstmal die Häuser an. Hier sind wir bei der Legal News Section. Hier ist auch alles dicht. Man kann auch nichts angucken. Aber hier ist eine Truhe. Black Bengal Plus. Okay. Did you know early concepts had Joshua as the protagonist while Estelle had Joshua's current role? Over time, however, the team believed it made more sense if the roles were switched. Das ist cool. Vor allem, das ist ja, wie ich schon mal erklärt habe, nur in den westlichen Fassungen so, weil die sich die Mühe gemacht haben, in jede dieser Truhen noch irgendwie eine Information reinzuballern. Mich würde mal interessieren, ob das... Ja, es müsste stimmen, ne? Warum sollen die es sonst reinschreiben? Die haben ja Hintergrundinfos auch. Ach, guck mal, hier sind gleich 2. Rain Roast. Ah ja, das ist wieder die zweite Geschichte mit Hideko Singwich. The chest is empty. Look, you try coming up with hundreds of these across 3 games. Das ist wirklich eine Leistung, muss man ja auch mal sagen. So, Sundoors. Bring me the girl who lost fish. Genau, das haben wir schon. Stardoor haben wir. Eine Moondoor haben wir. Memo. Ach, guck mal. Kann ich hier gucken? Battles, Victories. Affiliation. Nö, hier haben wir sonst nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also da waren wir jetzt drin, da waren wir jetzt drin. Haben wir noch irgendwo was? Hier sind noch 2 Häuser. Da geht's einmal rein. Hier ist aber nichts. Okay, sehr bedauerlich. Ich weise darauf hin, dass das wirklich bedauerlich ist. Habe ich schon gesagt, dass das bedauerlich ist? Aber dafür haben wir hier wieder was. Sehr schön. Guck mal, den Westen mag ich hier wieder ganz gern, weil er in mehr Gebäuden wieder Sachen drin hat. Ich glaube, im Osten, da bei dem Museum, war ich richtig enttäuscht. Ne? So, kurzer Schluck in die Flasche. Und das ist wieder eine Geschichte. Kleiner Tipp von mir, ist sogar wirklich eine ganz interessante kleine Geschichte. Ich finde es auch eine coole Idee, da mal ein bisschen mehr mit zu spielen mit den Truhen noch, die ja einfach sonst nur selbstreferenziell sind oder Hintergrundinfos haben. Ich finde es eine coole Idee, ist nur wirklich nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, wenn man nicht komplett drin ist. Also deswegen, Tipp von mir, geht in googelt das, geht aufs Wiki von Kiseki oder Trails. Kiseki ist halt der japanische Originalname. Und ich glaube, da werdet ihr, da glaube ich nicht, da weiß ich, ihr findet die Geschichten auch so da komplett am Stück und ich empfehle es euch, lest es so. Generell die ganzen Bücher findet ihr da, könnt ihr in Ruhe lesen. Finde ich immer angenehmer, wenn man es irgendwie auf dem Handy hat oder so, zu lesen als im Spiel vom Monitor. Noch geiler wäre es ausgedruckt. Deswegen habe ich mir auch von Reverie die Special Edition vorbestellt, weil da das Buch aus dem Vorgängerband drin ist, das viele Sachen für Reverie andeutet. So, jetzt haben wir aber genug gelabert. Hey, my eyes are up here. So. Noch eine Truhe, ey. Das ist ein Sieg der guten Laune. Da geht's nur rüber. Dich ballern wir weg. Einfach aus Prinzip. Zack. Zack. So. Weil sonst läuft der mir gleich noch in den Rücken. Habe ich gar nicht so Bock drauf. Hier haben wir noch eine Villa. Da waren wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner Nebenquest drin. Vielleicht haben wir Glück und da ist auch eine Truhe. Ja! Oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Das kommt noch von Zelda, da sind nämlich A und B vertauscht. Psst, your survival hinges on what I have to say. Run now. Okay, danke. So, und wenn in der Kirche jetzt nichts ist, dann ist mein Glaube an die Kirche vollständig vergilbt. Das war natürlich Quatsch. So. Okay, dann ist meine Hoffnung an die Kirche komplett gestorben. Okay, wir haben hier einen Nebenraum. Aha, schon die erste Kiste. Stun GB. Komm, da muss auch noch mehr gehen. You mean 2 games full of these cheesy phrases wasn't enough? Ja, inhaltlich wiederholt es sich, aber wenigstens haben sie sich die Mühe gemacht, das zweimal hinzuschreiben. Oh, eine Sternentür.
Those who have not proven themselves in the battle are not worthy of stepping inside. Should you wish to be deemed worthy, struggle through 100 battles. Only then shall the door open. Und das war nämlich gerade was ich nachgeguckt habe, weil wir auch irgendwie irgendwann schaltet man noch was frei. Battles 41, Knocked Out 1. Wir sind einmal gestorben. Ach so, ja klar, der Kampf gegen gegen Müller. Müller ist sein Vorname. Das ist so merkwürdig, diese Namen. Aber ist ja auch egal. Okay, der zählt also auch richtig. Terabomb, beware. This chest is full of salt. Okay. Das Gute ist, dass es hier keine Bracer Points gibt. Das heißt, wenn wir in Nebenmission mal verkacken, ist es nicht so schlimm. Wir kriegen ja sowieso keine Zusatzpunkte. Wir kriegen gar keine Punkte. Genau. Das ist die letzte Kiste vielleicht? Fragezeichen. Ach nee, hier geht's ja auch noch hoch. Vielleicht ist ja auch noch was. Es sieht aber nicht so aus. Unten vielleicht noch? Ne? Ne, ist zu. The door is locked. Dann können wir hier schon nichts mehr machen. Was sollten wir denn dann hier machen? Ach, ich bin dumm. So. Ach klar, wir können noch zum Hafen, da wo wir gegen Ren gekämpft haben. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Also würde mir einleuchten, dass dem so wäre. What? Na, Tatsache, da passiert was. Aha, da kriegen wir vielleicht für eine Tür noch eine gewisse Dame zur Seite gestellt, würde ich mal behaupten. What's the Bobcat doing here? Do you recognize this ship? It's owned by the Sky Bandits who managed to make their way into that flying city just like us. I hear they've put a stop to the whole bandit business now, though. After all the trouble on the Liebe arc, Her Majesty extended all of them a royal pardon for their actions. I hear they're currently using their airship to operate a courier business. Courier ist ja falsch, ne? Kurier für uns. Courier Business, in fact. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber es ist nicht Career, weil Career wäre Karriere. Das ist ja Quatsch. Oh, that's cool. I see. Still, why would it be here? Well, it's not impossible that they came to Grandstell to deliver some sort of letter or parcel. But the best way to find that answer is to look inside and see what we find. Okay. Kann ich erstmal hier lang gehen und gucken? Weil der Hafen ist ja riesig, da kann ich doch bestimmt noch irgendwie was Cooles finden. So, zum Beispiel Truhen. Ne, hier nicht. Aber ich stehe auf Truhen. Man merkt das nur sehr dezent, das weiß ich, aber... es ist wieder so eine, okay. Dann gehe ich mal weiter und möchte erstmal gucken. Wobei... Nein, ich möchte erstmal gucken. Hinterher verpassen wir irgendwelche Truhen oder so, da bin ich nicht mit einverstanden. Ja, zack, 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 weg mit euch. Ihr seid keine Herausforderung für uns. Eine Truhe. Ich habe sie auf dem Radar oben gesehen, da hinten muss noch eine sein, okay. Bomb ist okay, his wife, however, disagreed, ist mir egal. Also diese Geschichte, wenn man halt die wirklich in der richtigen Reihenfolge finden würde, was ja auch nur funktionieren könnte, wenn die Truhen so gecodet werden, dass wenn man eine von diesen Geschichten trifft, dass man auch die richtige bekommt, dann würde es ja noch gehen, aber wir haben ja schon so durcheinander das Ende teilweise gelesen. Ah ne, hier geht's gar nicht rein. Dass ich glaube, das geht auch gar nicht. Und das ist dann irgendwie doof. So könnte man halt wirklich folgen. So ist es ja einfach immer so ein Glücksgriff, was man bekommt. Add a heart of gold until you stole it. Sorry. Okay, geht's hier an der Seite noch vorbei? Ist hier was? Ja, Tatsache, ich hätte es auch einfach auf meinem Ding da sehen können. Purging Bomb. Ja, es ist Hidekos Geschichte, okay. Dann drehen wir das Ganze mal wieder Richtung Norden. Okay, ist hier drin was? Nee, aber eine Zwischensequenz. Verdammt. If I remember rightly, this was the warehouse that Tank was hidden in. This is my first time seeing the inside, though. It's currently being rented out by a new owner as far as I'm aware. Naturally, they've been given a thorough background checking this time. Alright, probably for the best of what went down before. Kevin.
Einfach mal kurz Metal geworden. Okay, what a mess. Now we're up against ghosts? Oh no. Oh doch. Kann ich die denn treffen? Ja, dann sollte das kein Problem sein. Zack, das war's. Gibt auch noch 4 Erfahrungspunkte für. Verstehe ich auch. Guck mal, was haben wir hier? Bobcat's Key. Ach, oh, guck, wir wären sowieso nicht reingekommen. Could that be the key to the airship? Can't think of anything else it'd be good for. What's it doing here, though? Solve one mystery and find 2 more right around the corner. Still, at least now we should be able to get inside that ship. Yeah, let's make our way back. Und hier ist das erste Mal, wo der Dialog nicht so ganz passt, weil wir ja nie geguckt haben, ob wir da überhaupt drauf können. Das heißt, dass es erstmals nicht ganz so gut passt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Okay, wir kommen hier nirgendwo rein. Das würde ja auch auf der Karte sein. Ah, guck mal. Aber da sind noch 1, 2, 3, 4 Truhen. Die müssen wir natürlich alle einsammeln. Das ist, also diese Erweiterung ist echt ziemlich gut, die wir gerade drin haben. Send. Trails in the Sky the Third was delayed for 5 years to come up with more treasure chest phrases. Ja, ja. Okay. Würde ich sogar abkaufen. Einfach aus Prinzip. Mir würden schon fürs erste Spiel nicht genug einfallen. Okay. Wieder ein Stück Geschichte. Das lassen wir mal wieder sein. Das ist ja irgendwie Käse. Dann haben wir hier noch 2. Eine rechts hier direkt. Zack. AP Charge, auch nicht verkehrt. My favorite character is Chester from Is the Oath of in Felgana. Ist das der Teil, den es noch gar nicht im Westen gibt? Es gibt einen Teil, ich glaube den 5. oder so, der ist nie in den Westen gekommen. Und ich hoffe, das ändert sich bald mal. Mit dem Schiff hier? Ne, da ist nichts. Voll gut, ich hatte ganz vergessen, dass ich diese Fähigkeit drauf habe, dass wir immer die Truhen sehen können. Das erspart uns eine Menge Sucherei. Und da wir ja auch in das Schiff nicht rein können, das würde ja auf der Karte angezeigt werden durch so eine gelbe Tür, sparen wir uns echt viel Sucherei. Genau, das ist wieder Hidekos Geschichte, glaube ich. Hideko oder Hideko. Hideko? Ich weiß es nicht. Bei welche Silbe betont wird, ich weiß es immer nicht. Wir werden es aber schon schaffen. Okay, das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Das war hingegen fantastisch. Das auch. So, jetzt aber. Dann können wir jetzt auf die Bobcat. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir dann auch einfach, glaube ich, Josette ins Team bekommen, weil wer sonst die anderen beiden, also Kyle und Don, glaube ich nicht, dass die spielbar sind. Nee, weiß ich sogar. Das kann gar nicht sein. Also, wir benutzen den Schlüssel, gehen rein. Dafür müssen wir jetzt nicht extra noch das Ding verstellen. Da ist der Kristall. Ich gucke nochmal unten, ob vielleicht irgendwo eine Truhe oder so ist. Nein, ist nicht. Das ist gar nicht so großes Schiff. Ein kleines, schnuckiges Schiff. So, nehmen wir den Stein mit und das ist 100% Josette. Wer soll es sonst sein? Hey, that looks like another stone. It's hard to see from here, but it could very well be. Should I go up and get it? Nah, I'll go just to be sure. You guys wait down here for me. Okay, Sealing Stone acquired. So it was another of those stones after all. I wonder if it being here means what I think it does. Well, we'll soon find out. Let's get it back to the base. Here's hoping that releasing who's ever inside, it'll make something happen in the city too. It sounds wise. Ich weiß. Der war nicht gut. So, dann wollen wir mal. Leash Sealing Stone. Ja, komm. Das kennen wir mittlerweile zu Genüge. Hau den Stein da rein. Immer noch schöne Kamerafahrt, aber muss ich jetzt nicht noch 50 Mal sehen. Werden wir aber echt noch ein paar Mal sehen, also gewöhnt euch dran. Und es wird Nacht. Die Tageszeit ändert sich weiter. Die Tür geht auf. Ich wusste gar nicht, dass sie noch verschlossen ist, ehrlich gesagt. Ah, sehr schön. Die Arena geht auf und da wird wahrscheinlich ein Kampf kommen.
den wir vielleicht gar nicht sehen werden, denn es müsste ja jetzt noch die eine Tür geöffnet sein und das bedeutet, da werden wir auch nochmal locker eine halbe Stunde bestimmt unterwegs sein. So, so it's the girl, is it? She looks like it. It was down to either her or one of her brothers. Ja, eben, habe ich mir schon gedacht. Kyle Dunn, what happened? Ich habe es perfekt gesprochen, ohne zu wissen, dass es kommt. It's been quite some time, young lady. That logo on your visors your new courier service then? What kind of dream is this? This is so lame. If I have to dream about people from Liebel, can't Joshua be in it? What do I care about some phony priest or that military nut? You're still so very charming. And I'll have you know my credentials are totally for real. Thank you very much. Okay. Jetzt haben wir sie abgeholt. Stop talking all this crap already. Just tell me where you've hidden my brothers so I can go and rescue them. How are we supposed to explain anything if you won't listen to us? All of us are trapped inside this strange place just like you. How could we know where your brothers are? And you expect me to just buy that hook, line and sinker? I mean, it doesn't take a genius to figure out there's something weird going on. But it wasn't even that long ago that we were all flying over Crossbill in the Bobcat together. So that was what you were doing when you were surrounded by that white light? Yeah, that's right. Wait, how do you know about the light? So your situation is nearly the same as my own then. Save for the fact that you were in Crossbill. Still, Crossbill's not that far from Liebel on the map, right? It's the state between Erebonia and Calvat, isn't it? That's the one. If you took an international liner, you could be there in about an hour. That's worth noting for sure. Hello, I'm staying right here, guys. Actually, forget it. I'm going back to the Bobcat. I've got no reason to hang around with you guys. I'm not sure that's a good idea. Just so you're aware, Grants is no longer the city you once knew. There's no telling when your ship will be overrun by fiends. You're still sure you want to try acting alone? Well, if we can't change your mind, we'll at least escort you back, but I wouldn't recommend it. Not until we've got a better idea what kind of situation we're even in here. It's not like we've never worked together before, right? Okay, I get it. My head's practically spinning with all that's going on, so I'm not so sure what I should be doing right now. But I guess it wouldn't hurt to stick with you until we find Carl and Don. Good. We'd feel better if you did. But if you guys think I'm gonna owe you one, you've got another thing coming. If I'm gonna stick around, I'm gonna be doing my part. So anytime you need something, I'm your girl. A noble enough sentiment. Just make sure you don't end up holding us back in your attempts to be of assistance. You mind your own business? She seems to be more dutiful than I was expecting. She's a good person at heart, really. Ja, das stimmt. Das kann man ruhig so sagen. Wir nehmen sie mit. Okay. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Tür. So, was haben wir denn? Prevents alignments except KO. Prevents alles Mögliche. Nehmen wir das. Zack. So, und jetzt können wir ja schauen, welche Tür... Na, fuck. Entschuldigung. Okay. Welche Tür war das? Star? Ach genau, das war... Na, verdammt. Sun. Bring me a girl loves fish. Bring me in a band who takes the sky. So, das ist auf jeden Fall Sandor 1. Okay. Ach, ich hätte auch einfach hier gucken können. Ganz schön dumm. Naja, so ist das Leben mit mir. Okay. Ach, das ist noch auf dem Jade-Korridor gewesen. Ja, sehr gut. Bring to me the only girl in a band who takes to the skies. Only then shall the door open. Yes. Bin mal gespannt, weil wir noch keine Sandor hatten, ob das jetzt wieder so eine fette Story ist oder einfach nur was Kleineres. Ich wäre cool damit, wenn es mal was Kleineres wäre, ehrlich gesagt, weil die sind echt mega lang. Okay, komm. Blabli-blub. I shall grant to you a memory fragment and my blessing. Nee, es ist auch wieder einfach nur das. Okay.
Western Calvert bordering Liebel. 2200 arc above ground level. Das wird jetzt wieder ein kleines bisschen dauern, Freunde der Sonne, ne? Aber nochmal, diese Memories, diese Erinnerungen, die sind wirklich, wirklich spannend teilweise. Manchmal ein bisschen Fluff Pieces, aber es ist ein bisschen auffüllend. Man merkt also schon, warum die aus Second Chapter rausgenommen wurden. Also wirklich, Trials in the Sky the Third besteht aus ganz vielen Sachen, die für den zweiten Teil gestrichen wurden, weil es einfach schon zu umfangreich war und man diese Epilog, also eigentlich ist Trials in the Sky the Third durch diese Erinnerung wirklich ein Epilog nochmal. Plus halt Kevins Hintergründe, die sind ja wirklich auch interessant, werdet ihr später noch merken. Valeria Lake is visible on the other side of the mountain range, which means we're almost at the border. Right on schedule too. Reduce our speed to 60%, Carl. Keep our course and altitude the same. You got it. Reducing speed to 60%. Course and altitude are both good to go. Okay. Alright, we're looking good. Now all we need is to stay this course and we'll be there in no time. Yeah, time for us to kick back and relax finally. Good job, guys. It's good to know we should be able to make this delivery in time too. You're telling me. The carport delivery service is all about trust, reliability and happy customers. Without those, we've got nothing. Still can't believe this is actually our thing now though. Same here. None of this would have been possible if Queen Alicia hadn't pardoned us either. I don't think I've ever been as shocked as I was when I found out we were off the hook for everything. I know, right? And how she paid off our debts with her own funds. She's the reason we can keep this baby here and keep on flying. No one can take the bobcat away from us now. And there's nothing in this world big enough to pay off our debt to her. Damn straight. Still, the least we can do is pay her back the money she used on our behalf. Yeah, at the rate we're going, we should be squared away on that front in no time. Oh no. Oh, sounds like we've got ourselves a new job to help with that. Hello, you've reached carport delivery service. Yes, I see. Tomorrow morning then? Certainly. Absolutely. Alright, we'll see you then. So I was right then. Where from? From Calvert, actually. Someone wants a small parcel delivered to Gransel. If it's Gransel, we can take care of that the day after tomorrow. Man, who would have guessed business would be booming when we started the company up? Makes sense though. There aren't any other delivery companies out there who can offer the kind of flexibility we do. Oh yeah, speaking of the capital, I've been meaning to ask, what were you doing in the guild there this morning, Don? I only just remembered it, but it did have me wondering at the time. Oh right, you've actually got a little something to do with that. I do? What I do? You see, someone sent a letter to us from over in the Empire, and here's the best part. That someone was none other than Joshua. Really? Und jetzt muss ich sehen, wie es ihm mit Estelle besser geht. Das ist so fies. Now there's someone we don't hear from often. I can't believe you took this long to mention this. I would have wanted to hear like right away. My bad, this morning was just so busy it slipped my mind. Anyway, why don't you do the honors for us and read it out loud? With pleasure. Gisette excitedly took the envelope from Don. 1 second. I forgot how Joshua was going around the Empire right now. I wonder what he's getting up to. Yeah, oh, where he is in the country. It's a damn big place after all. Well, whatever he's at, I hope he's doing alright for himself. What's the holdup, Gisette? You gonna read that letter or not? 7 AM, antique artwork. Well, what? That's not what it says, is it? Yes, it is, because this isn't a letter, this is a receipt from this morning's delivery. What? No way. It's also the one that should have been given to the person we delivered to for their records. You're kidding me? I've got a real bad feeling about this. The letter from Joshua was in an envelope from the Empire, so was the receipt from this morning. Which means, I'm so sorry, Gisette, must have gone and attached the letter to the parcel by mistake. Oh boy. Anyway, I'll get in touch with the client right away. They should still have it, so if I let them know it's ours, I should be able to get it back. You dummy! How could you go and screw something this important up?
How? Do you have any idea how happy I was when I heard Joshua had sent us that letter? And then you... Josette, I really am sorry. This one's completely on me. You've got every right to be mad. Das ist ein guter Bruder. Well, it's always on you. You've always been the sloppy one, the one who makes stupid mistakes and screws everything up. Ja, das ist jetzt ein bisschen frech, ne? And it's always the rest of us who suffer for it. You know that, don't you? Yeah, I do. Hold on a minute, Josette. We might still be able to get that letter back, you know? There's no need to be that hard on him. You stay out of this. Hell, we only became Sky Bandits in the first place because of you screwing things up. If you hadn't gotten duped into signing that contract, things would have been different. Do you have any idea how you... Josette? I get that you're mad, but there's no need to drag that up. Don regrets what happened enough as it is. Besides what? No, she's right. That was all my fault. Just like this is. If I'd been smarter instead of getting suckered in, we would have never been driven from our home. Oh. Now look what you've done. Some things are best left undiscussed, and that's definitely one of them. Ja. Und jetzt sieht man auch mal die Hintergründe von Josette. Alleine das, super spannend. If it wasn't for me, we'd still be back in our ancestral home living a life of luxury. Drinking high-class tea, playing music, getting called to fancy parties from time to time. But now I had to go and ruin it all for us. Hey now, we've got no attachment to our old lives, you know. It's all in the past. I had to get greedy and fall for the obvious trap right in front of me. Because of that, we lost everything we had and ended up with nothing but a mountain of debt in return. I lost everything our ancestors had built up just like that. So if there's a bigger idiot out there than me, I've sure never met him. It's not like you deserve all the blame, Don. You might have been partly responsible, but so were we for being such naive kids. Und so, das wurde nämlich abgeluchst und diese Geschichte wird noch zukünftig sehr, sehr wichtig. Merkt euch das, das ist wirklich, wirklich wichtig. Bisschen Reverie rein, merke ich gerade. Wahnsinn. That's not the point, Carl. It still comes down to me at the end of the day. Come on, back me up here, Josette. Yeah. What's going on? We've got trouble, boss, sir. What is it? We've got one of those red ships on our tail. They were the societies, weren't they? No way. That's no good. That's not good. Don, I get it. We can't afford to focus too much on them. Our number one priority is protecting our cargo. We need to focus on shaking them off. Yes, sir. You hear me, lads? We've got ourselves an emergency. Get ready for battle. You've all got jobs to do. Do them. Do them. Do them. Do them. It's natürlich the Bobcat, huh? You familiar with it? You could say that. I'm surprised by what I'm seeing here, though. Last I saw them, they were Sky Bandits, but it looks like they're running a delivery service now. Really now? Talk about simpletons. Anyway, looks like they have no interest in fighting us. Let's just leave them be. Not so fast. Have you forgotten our mission? I'd say they're the perfect target for carrying it out, wouldn't you? Wait, you're pulling my leg, right? Attacking them? We only need to test whether they operate properly today. There's no reason to actually use them in combat. Please, my comrade, you're never going to move up the ranks with that attitude. If our target was a Royal Army ship, I'd agree with you. But it's just an isolated ship full of ex-bandits. There's no risk to be had here. Well, I suppose that's true. Besides, the 13 factories want accurate combat data. There's no way we're going to get punished for doing this. We might even earn ourselves a nice reward. Alright, you talk a good game. But if this thing backfires, you're taking responsibility for whatever happens. Ach, ich glaube, ich weiß, was die Sundoors machen, die Sonnentüren. Ich glaube, die sind alle mit irgendeinem Minispiel. Did you see it, Josette? Yeah, I saw it, but what? It's not alone, there's a bunch of weapons I've never seen before with it, and they're coming this way. They really want to fight, huh? Focus on firing at them from the rear to fight them off, Josette. Got it. Alright, machine gun mode enabled. Is everything in order? Yep, I'll get ready, right to work. So, und ich weiß, ich habe das
Ja, das sind alles Minigames. Minigames werden später in der Reihe auch noch sehr wichtig. Das ist nicht einfach. Ich glaube, ich musste das sogar in einfacher bestehen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Deswegen kann es gut sein, dass wir das beim ersten Mal verkacken. Wir versuchen es erstmal auf normal. Wenn das nicht klappt, dann lassen wir es. Also ich gebe mir Mühe. Ich kann für nichts garantieren. Da fängt es mich schon an. Ich krieg's schon nicht hin. Ich muss mich wirklich konzentrieren, weil ich es nicht hinkriege. Eieiei. Ich glaube, wir müssen gleich direkt auf leicht umstellen, weil das Ding ist, das sieht jetzt noch ganz einfach aus und hey, da kann man halt ein bisschen verkacken, ist nicht schlimm. Aber ich meine, es kommt halt zum Schluss auch wirklich noch ein Bosskampf. Und dann wird es halt doch ein bisschen schwieriger. Und ich kriege ja das hier mehr schlecht als recht gerade hin. Also macht euch darauf gefasst, das seht ihr gleich bestimmt nochmal. Eieiei. Finde ich auch echt nicht einfach, muss ich sagen. Weil ich so gar nicht weiß, wo ich hingucken soll. Eieiei. Muss ich eigentlich auf einen konzentrieren und den gut ausschalten. Und man muss gut zielen können, ich kann beides nicht. Aber warum geht's nicht kaputt? Verstehe ich nicht. Eieiei. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich krieg gar nichts hin. Jetzt kommen schon mehrere von diesen Dingern. Ich treffe die ja nicht mal einzeln. Eieiei. Ja. Macht euch drauf gefasst, das seht ihr gleich auf jeden Fall nochmal. Das kriege ich nicht hin. Jetzt machen sie schon Kamikaze hier, ey. Ja, immerhin den haben wir jetzt einmal getroffen. Schon mal eine Verbesserung. Sehr schön, den haben wir auch getroffen. Aber wie gesagt, das ist nicht mal das Ende, ne? Da kommt noch ein richtiger Bosskampf. Deswegen macht euch darauf gefasst, das werdet ihr noch häufiger sehen. Also mindestens einmal, da machen wir aber direkt auf easy auch. 56, okay, und jetzt kommt noch ein kompletter Bosskampf. Wird eng. Is that the last of them? I don't know, we can't let our guard down just yet. Gisette, heat signal coming at 4 o'clock. Can you see what it is? I'll get right on it. What is that? It looks like it's got a person in it. Whatever it is though, it's coming this way. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Also 56% Health. Das ist zu wenig, das schaffen wir nicht. Not bad for a bunch of silly ex-bandits. But their luck is now about to run out after all, though no one stands a chance against the almighty Gilbert. Ja, natürlich. Er mit seinem Flugdingen. Onward, Guy Apache. It's time to shoot down the Bobcat. Ja. Glaub ich, klappt auch. Wir müssen es nochmal machen. Damn it, can't shake him. He's small, but he's persistent. Whatever you do, don't drop our speed, Kyle. I know. Can you try and make us an opening to escape, Gisette? I'll try. No, I'll do it. So, und das ist jetzt nämlich... Der ist nicht so leicht zu treffen. Man muss die ganze Zeit auch seine Sachen abschießen. Guck mal, den kann man nicht mal ausweichen.
Das heißt, man verliert so oder so. Also wenn ich dann das wirklich noch schaffen sollte, wenn ich 3 Kreuze, glaube ich aber nicht. Jetzt fängt es nämlich an. Man muss die alle treffen und es kommt eine Menge davon. Vor allem, wenn er so nah ist, man hat gar keine Chance, die alle zu treffen. Es ist einfach nicht möglich. Also, hier zeigt sich ein bisschen, dieses Spiel ist erbarmungslos, ey. Na, bleib stehen, du Lump. Und das wäre natürlich auch immer mehr, klar. Das wäre sonst und natürlich immer mehr gleichzeitig, weil das wäre und noch die kleinen Schiffe kommen natürlich auch dazu. Das wäre ja sonst zu einfach. Also wirklich, wie soll man das machen? Und dann kommen noch Minen dazu. Ich glaube nicht, dass wir hier eine reelle Chance haben, das noch zu gewinnen. Deswegen stimmt euch schon mal auf eine zweite Runde ein. Ja, komm, bleib stehen. Also die einzige realistische Chance ist wirklich ganz am Anfang, die Dinger direkt zu treffen. Und ihr seht ja, es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Da muss man schon wirklich, glaube ich, in der ersten Runde einfach besser durchkommen. Dann ist es realistisch zu schaffen. Aber auch hier, wenn er jetzt hier vorne gleich anfängt, die zu starten, es ist nicht möglich, die alle zu treffen. Also ist es bestimmt irgendwie, weil irgendwer wird es ja auch geschafft haben. Für mich ist es nicht möglich. Dafür bin ich nicht gut genug. Oh je. Es ist nicht, wie soll man das machen? Und gleichzeitig kommen ja noch die ganzen Minen hier, die ich ja auch noch irgendwie schaffen muss. Und dann macht er die Kleinen hier auch noch. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber er gehört in die Hölle. Das ist nicht möglich und das war's. So, und jetzt machen wir es nochmal auf einfach. Retry. Ach, ich kann das hier nicht auswählen. Das heißt, wir müssen wirklich komplett... Ich dachte, ich könnte es wenigstens... guck mal, aber ich habe 100 Leben. Ich muss es wirklich komplett nochmal dann von vorne machen. Aber anders können wir es auch sonst nicht schaffen. Das ist einfach ein bisschen heavy. Weil mit 100 vielleicht. Und vielleicht meine ich wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber ich will es zumindest noch einmal probieren, bevor wir es komplett sein lassen. Okay, da ist er wieder weg. Wenn es so bleiben würde, dann würde ich es hinbekommen. Aber allein die Tatsache, dass dann noch dieser Strahl kommt, dass die Minen noch kommen, macht es für mich völlig unmöglich. Da, wie soll man dem noch ausweichen? Bin ich schon fast ein bisschen stolz, wie weit wir überhaupt gekommen sind, ey. So, komm, du kleiner Lurch. Ja, alles, was wir nicht sofort treffen kann, kann man eigentlich direkt vergessen.
komm. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass ich das schaffe. Ja komm, dagegen kann ich mich sowieso nicht wehren. Dann lieber auf die Dinger hier konzentrieren. Weil die kann ich noch aufhalten. Zumindest ein paar davon. Nicht alle. Es ist nicht viel, aber zumindest habe ich gerade das Gefühl, ich stelle mich nicht komplett bescheuert an. So, komm schon, komm schon, komm schon. Gib ihm doch ein bisschen mehr Schaden. So. Also wie soll man das direkt schaffen, wenn man da rauskommt? Ich weiß es nicht. Also selbst jetzt hier mit 100%, wir sind jetzt schon wieder bei 50, glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Ja, den Strahl können wir sowieso nicht aufhalten. Lieber die Minen wegballern. Die tun auch echt weh. Man muss so ein bisschen Schadensbegrenzung machen, weil alles kann man nicht erwischen und dann lieber das nehmen, was man kontrollieren kann. Oder was man noch sicher erwischen kann. Das zum Beispiel können wir noch erwischen. Jawolski. Ja, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Ich hab's noch nie geschafft, normal. Ich bin saugut, wollte ich sagen. Aber ohne die 100% hätten wir es auch nie geschafft. This can't be happening. How could my Apache be defeated? Where's the parachute? Is this it? No, this is the button to deploy the big victory is mine flag. Ja, schade. You know. What should we do? Should we go down and recover him? What? Forget it. I say we just leave him. Lord Campanella seems to have taken quite a liking to him, though. Are you sure? I think that's all the more reason we should leave him. You know what Lord Campanella's personality is like. He'll probably find the whole thing much more entertaining this way. I guess you're right. Einfach tschüss. Did I get him? I'll say. Best of all, it looks like he fell onto Valeria Lake, so he'll be fine. The society guys beat it too. Damn fine job you did there, Gisette. If not for you, we'd probably be the ones swimming in the lake now. Yeah, you did great. Now there's no need to make that big of a deal out of it. You probably could have thrown them off your tail even without my help if you had a bit more time, Kyle. Besides, it was all possible because of Don's leadership. Oh. What's wrong, Gisette? Oh yeah. Huh? Are you two still stuck on that? There's really something to be said about being honest with one another. Hop to it, Gisette. If you've got something you want to say, spit it out. Right. I'm sorry, Don. But then you'll forgive me? After how badly I messed up? Why else would I be saying sorry to you? You don't need to make me repeat myself. Whoa, what's up with you? I really am the luckiest bastard alive. Who else can say they have a younger sister as great as you? No one, that's who. Ha ha! Stop that, everyone can hear you. Sorry. And sorry for all that too, Kyle. And thanks. Oh, forget it, that was all you. Is your ladyship in here? I am, but what is it?
Well, when I was securing the cargo earlier after we got attacked, I found this envelope on the floor of the storeroom. We're just wondering if you had any idea what it could be. Wait. Could it be? Looks like our client didn't get a receipt or a letter this time. Ah, man, every time I think I can't get any stupider. Anyway, it's this thing here. Genau, und jetzt haben wir ihn wahrscheinlich den Brief. It's from the Empire. This has to be it. Their problem? There was, but it's all fine now. Thanks for giving this to me. Anything for you, your ladyship. Well, I'll go get back to work. So. Phew, I'm relieved we found the letter. Lucky us, huh? So what's written in it? Let's see. Apparently he's going to be leaving the Empire soon. He says he's in the middle of looking for someone. Yeah, I wonder where he's going next. That it, though? Figured there'd be a personal message for you in there or something. Well, there is, but it's not much. It just says not to forget to take it easy once in a while and look after yourself. At least that shows he cares about you on his own way. There's one more thing under it too. What's that? There's bits from Miss Stuff for brains. There's no harm in acting tough, but it's all for nothing if you go and get yourself hurt. She can just mind her own business. Sounds like something she'd write though. Sure is nice of them to take the time to send us a letter, huh? Anyway, I'd say break time's over for us. Yeah, we're gonna need to get a move on if we want to make our next delivery on time. So, schwieriger Satz, ich hab's geschafft. Should I speed up here then, Don? Yeah, we're gonna need to make up for lost time. Raise her up to 90% thrust, 2000 SPH. Yes, sir. Ich find's auch schön, dass sie die Einheiten direkt so in dieses System mit eingebaut haben, also Salk per Hour. Was war nochmal Salk? Es sind, glaube ich, 100 Meter oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall basierend auf dem Dezimalsystem. Ja. Und das war's mit der Story, oder? Side Story, Cup was delivery service finished. Sehr schöne Nebengeschichte, wie ich finde. Detection Gisette has learned received 3000 Mira. Sehr schön. Wollen wir Gisette behalten? Ja, ist noch eine Nahkämpferin. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So, Freunde der Sonne und der Sonnenstrahlen in der Gesicht. Wir gehen nun zu Granzel Arena und dort... Ach, jetzt sind hier die Geister auch auf der Straße, weil es ja Nacht. Ha. Die Arena ist offen. Was darin aber sich verbirgt, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Denn ich glaube, ein bisschen Stadt erkunden und eine komplette Tür mit einem Minispiel war auch deutlich unterhaltsamer als die reinen nur Fragmente für euch, zumindest zum Zuschauen. Deswegen glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt hier zu sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. In der nächsten werden wir vielleicht, ich glaube noch nicht, aber zumindest in 1-2 Folgen werden wir Kapitel 2 auch beenden. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir noch Türen finden, die wir betreten können oder nicht. Aber ich glaube, das reine Spiel ist jetzt nur noch Arena und Schloss, weil mehr Orte gibt es in Granzel ja auch gar nicht mehr. Oder Granzel. Deswegen danke fürs Dabeisein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.